Worst-Case-Szenario, Pumba springt nicht mehr an. Wir fahren nach Spanien. Also uns haben ja alle gesagt, wir sollen unbedingt nach Essaouira kommen. Und was sagst du? Wir können jetzt endlich nach Europa. Noch nicht ganz, aber fast. Wir haben gerade eben die Nachricht erhalten, dass das Labor den Test für positiv befunden hat. Ja, er hat genügend Antikörper und darf in die EU einreisen. Wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen Papierkram. Bisschen. Dafür müssen wir sogar noch mal nach Dakar zurück. Aber machen wir super gerne, wenn wir dafür die Papiere bekommen. Und ja, dann können wir ausreisen. Unsere Versicherung läuft sowieso aus und wir würden gerne auch mal wieder eine Abwechslung sehen, landschaftlich. Ja, wir freuen uns gerade. Hoffentlich freuen wir uns nicht zu früh. Wir warten jetzt noch auf eine Antwort, ob wir heute schon losfahren können oder erst morgen oder die nächsten Tage. Wissen wir noch nicht. Ja, das ist der aktuelle Stand. Es sind nämlich dann 500 Kilometer wieder Richtung Mauretanien. Durch die Westsahara. Um dann wieder 2000 Kilometer nach oben zu fahren, bis zur Grenze. Oh Mann, das Land ist so riesig. Das unterschätzt man. Oh, wir freuen uns einfach so sehr. Ja, wir hatten gestern auch ein enorm einschneidendes Erlebnis. Wir sind es ja mittlerweile gewohnt, dass ihm immer hinterher gepfiffen wird oder geschnalzt oder gerufen oder so. Aber was gestern passiert ist, damit haben wir nie gerechnet und ist uns zum Glück vorher auch noch nie passiert. Wir waren im Park und dann kam so ein Typ her und der wollte mir die Hand geben und meines Erachtens sah er echt ziemlich vertrobt aus und ich wollte ihm nicht die Hand geben, aber ich habe meine Hand aufs Herz gelegt und eben Hallo gesagt und war freundlich, ganz klar. Und dann ist er zu Cäsar und es hat einen Anschein gemacht, als würde er ihn einfach streicheln wollen. Und Cäsar hat auch dann so geschnuppert und der ist dann hin und hat ihm einfach Vollgas eine gegeben. Der hat ihn richtig gehauen. Und zwar so sehr, so laut hierher, dass man es echt gehört hat, wie es geklatscht hat. Das war voll krass. Und so ein Assi. Wir waren so perplex in dem Moment, weil also damit rechnet man einfach nicht und man weiß eigentlich auch gar nicht, was man tun soll. Ich war froh, dass Marco nicht irgendwie impulsiv reagiert hat oder so, aber dafür... Ja, meine erste Reaktion wäre eine andere gewesen. Ja. Dafür sind mir ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Oder nicht durchgebrannt, es war einfach ein Affekt, es war ein ganz klarer alles Reflex. Okay. Normalerweise, ich hätte den sofort umgeboxt, aber da überall Polizei auf der anderen Straßenseite stand und ich nicht weiß, wie sich das hier in diesem Land verhält, weil die haben nämlich nichts gemacht, sind nicht eingeschritten, die haben das gesehen, dass der Typ Cäsar eine gewischt hat. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt was gemacht hätte, ob das dann für mich böse geendet wäre oder wenn Cäsar jetzt gebissen hätte, ob sie dann gesagt hätten, ja, gefährlicher Hund, müssen wir einschläfern. Also wir waren froh, sind froh, dass Cäsar wahrscheinlich dann jetzt im Endeffekt, also dass er nichts gemacht hat und also wir waren froh, dass dann Cäsar halt nichts gemacht hat und Tina war froh, dass ich nichts gemacht habe und im Endeffekt haben wir ihn bloß halt so schnell wie möglich weggeschubst von Cäsar. Ja, ich habe auch gesagt, er soll abhauen, habe ihn halt auf die Seite geschubst. Und trotzdem haben wir uns eigentlich den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht. Ja, der Tag war dann erst wieder so ein bisschen im Eimer. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand zu einem Hund geht und ihm eine knallt. Und das vor allen Dingen zu einem Hund, der auf der Wiese liegt. Also das war so ein ganz kleines Stück Wiese an so einer Palme. Da in dem Park und wir haben da einfach nur den Schatten genossen und die frische Brise und da kommt der Typ und knallt ihm eine und wir waren so perplex, also, keine Ahnung, noch nie erlebt und ich will das auch nie wieder erleben. Na und halt auch, ich verstehe es nicht, hier ist so ein großes Polizeiaufgebot, frage mich dann, warum sind die da, also... Ja, die haben nichts gemacht. Ich fand es erstmal komisch, wie er so auf mich zukam und dann eben noch dass er Cäsar gehauen hat. Und der Polizist gegenüber hat mir dann nur so ein Zeichen gegeben, von wegen, ob er jetzt seinen Kollegen anrufen soll. Und ich habe dann nur auf diesen Typ gezeigt und gesagt, es wäre vielleicht cool, wenn du da einfach mal hinterher gehst und was tust. Ja. Menschen gibt's, das glaubt man gar nicht, gell?
Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue dude, bad mood, sorta witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song. Guten Morgen. Traumhaftes Wetter draußen, mega schöner Platz, um einfach ins Baden zu gehen, mit Cäsar laufen zu gehen und die Seele baumeln zu lassen. Are you ready? Gleich. Save you. Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue dude, blue moon, been one or two since I ran into you. Do you need a picture? Well, that gets old. It's hard to take one. Wir hatten einen super schönen Vormittag, haben uns im Wasser erfrischt und die Gegend hier total genossen. Und jetzt fahren wir nach Dackler zu unserem Termin und hoffen, dass es mit den Papieren für Cäsar dann alles klappt. Oh nein. Immerhin funktioniert der Trick noch. Wenn der nicht mehr geht, dann haben wir ein Problem. Ja, ich glaube, wir sollten in Agadir da echt nochmal eine Werkstatt aufsuchen. Wie lange haben wir das Problem jetzt schon? 2 Monate? Ja, über 2 Monate. Oh Mann. Wir sollten es mal ernst nehmen. Spannung steigt. Kribbeln im Magen ist da. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Oh, wir haben alle Papiere, wir haben alle Zertifikate. Oh, ja. Wir können ihn back to endlich, Europe. wir können ihn endlich mit nach Europa nehmen und es war einfach so viel die letzten Wochen und ich bin so dankbar, dass es jetzt endlich geklappt hat, wir alles beisammen haben und wir endlich mit ihm ausreisen können. Oh. Wir haben alles geschafft. Hm? Du warst ganz stark.
Ich glaube, für ihn ist es Zeit fürs Abendessen. Wir sind gerade so erleichtert, das könnt ihr gar nicht euch vorstellen. Wir sind richtig dolle happy und freuen uns, sind ganz euphorisch gerade. Und ja, wir sind mega gespannt, wie es Cäsar in Europa gefallen wird. Wir essen jetzt Abendbrot und gönnen uns hier nochmal die schöne Klippe mit der Lagune. Und danach fahren wir zurück nach Layun. Da haben wir nämlich morgen früh nochmal eine Verabredung. Da werden wir nochmal schön essen gehen im Backstage. Und danach soll es auch schon weitergehen nach Agadir. Ja, und Fähre ist dann nächsten Mittwoch. Da haben wir jetzt noch einige Kilometer vor uns und wir wollen uns auch noch was anschauen. Wir müssen mal gucken, ob wir das zeitlich alles unterbringen. Ihr werdet es ja dann sehen oder auch nicht. Ja, und jetzt erstmal entspannt essen und dann fahren wir weiter. Guten Morgen von unserem allseits beliebten Supermarktparkplatz. Wir sind gestern Nacht noch hier angekommen bei Vanis. Jetzt gehen wir mit Bushra frühstücken noch. Danach hier uns noch im Supermarkt verabschieden, weil die Leute, die waren echt super und ja, die haben immer gefragt, ob es uns gut geht und haben sich um uns gesorgt und haben uns hier stehen lassen auf ihren Supermarktparkplatz. Und dann fahren wir heute weiter nach Agadir. Aber jetzt erstmal frühstücken gehen. Und uns anschließend von den ganzen Mitarbeitern im Supermarkt verabschiedet. Und die waren alle so herzlich. Wir haben uns natürlich bedankt, dass sie uns ganze 4 Wochen ausgehalten haben auf ihrem Supermarktparkplatz, weil wir ja des Öfteren dort geschlafen haben. Und ich muss echt wieder sagen, die Menschen hier sind so enorm freundlich. Auch auf dem Weg zurück von Backstage, wo wir gefrühstückt hatten heute Morgen, zum Supermarkt, sind uns wieder so viele nette Leute begegnet, die angehalten haben und uns in Marokko willkommen geheißen haben. Also ich muss echt sagen, hier in der Westsahara fand ich es nochmal krasser an Gastfreundlichkeit und es ist einfach so schön und ich hoffe, dass wir davon auch voll viel mit nach Hause nehmen und uns da ein Beispiel dran nehmen, weil natürlich versuchen wir auch immer freundlich sein, aber es ist nochmal hier eine ganz andere Hausnummer, wie gastfreundlich alle sind und jeder möchte sich unterhalten und fragt, wie es uns geht und es ist einfach so schön. Also ich bin echt begeistert. Wir sind gestern Abend in Agadir angekommen und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber bevor wir Cäsar adoptiert haben, waren wir auch hier am Strand und haben uns ziemlich viel um so ein paar Hunde gekümmert und es war so süß, weil als wir gestern angekommen sind, wurden wir von denselben Hunden begrüßt. Ich zeige euch mal, wer denn jetzt gerade hier wieder unterm Auto liegt.
Plan, dass ich jetzt hier noch 2 kleine Welpen beerdigen muss. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht wieder ausgraben. Ich habe extra einen Stein drauf gepackt. Ja, klar. Die kann es nicht verstehen. Ich bin das zweite Kind, was ich von ihr heute begraben muss. Das ist scheiße. Aber die haben es nicht geschafft. Da ist noch 1 übrig. Guten Morgen. Heute mussten wir ziemlich früh raus. Das war wieder nicht unsere Zeit. Wir müssen jetzt noch zur Tierärztin nach Agadir fahren, um Cäsars alten Impfausweis abzuholen. Also da gab es mal ein Missverständnis, deswegen haben wir für ihn ja schon, als wir ihn adoptiert haben, einen neuen bekommen. Und es gibt aber noch einen zweiten, wo seine Kastration und seine ersten Impfungen drinstehen, und das wird jetzt in unseren Impfausweis eingetragen. Und dann fahren wir weiter nach Essaouira. Tierarzt, check. Weiter geht's nach Essaouira. Tierarzt, check. Bloß noch tanken. Und weiter. Da springt der Motor jetzt an beim ersten Mal. Ist schon alles offen für den Fall. Ja. Wir haben es wieder geschafft, einen Pumper anzubekommen. Yes. Aber wie Markus sagt, es wird immer schwieriger. Die müssen uns bestimmt dann an der Grenze. Die müssen uns dann bestimmt an der Grenze noch Starthilfe geben, damit wir aufs Boot draufkommen. So eine Scheiße. Und dann vom Boot wieder runter. Ja. Okay, das ist das erste Mal in Marokko, dass es eine längere Kontrolle gibt. Marco unterhält sich gerade mit dem Polizisten und er sagt irgendwas wegen den Papieren, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, keine Ahnung. Cäsar, der Marco kommt wieder. Naja, er hat das probiert. Echt? Was wollte er? Er wollte 150. Wofür denn? Er hat immer irgendwas von 16 erzählt und ich so, was willst du mit 16? Er meinte 60. Und er wollte mir sagen, dass er 60 nennt, das weiß ich ja. Und dann wollte er mir weismachen, dass ich 70 fahre. Ich habe aber immer gesagt, dann soll er es mir zeigen, ja? Also auf seiner Kamera. Hat er aber nicht, konnte er nicht. Ja, man kann es auch probieren. You're holding my mind in a tight grip when I walk all over you, and your blood is in the water as you go straight through. Wir haben jetzt kurz mal bei einer Werkstatt gehalten. Wir haben einfach auf Google geguckt, was um die Ecke ist, und jetzt wird mal unser Anlass überprüft. Wir sind gespannt, ob er das Problem ganz einfach lösen kann oder ob wir ein Austauschprodukt brauchen oder an was es eigentlich liegt. Mal gucken. So, das hier ist der Übeltäter, oder soll der Übeltäter sein. Er hat das jetzt erneuern lassen und mit dem restlichen Anlasser wieder eingebaut, und ja, jetzt hoffen wir mal, dass es funktioniert, weil
Er hatte keinen neuen Anlass daran bekommen, der wäre aus Casablanca gekommen, aber nicht ganz sicher, ob es dann auch ein Originalteil ist oder nur ein China-Teil. Und ja, jetzt hat er es probiert zu reparieren, jetzt gucken wir erstmal, ob das funktioniert hat. Und ja, dann kann es weitergehen. Hey, gut. Auf Anhieb! Okay. Good things are sweet, yeah. Nice, good job. Mon travail, hey, 300 dirhams, mon travail. Guten Morgen! Wir sind gestern nach der Reparatur einfach nur zum nächsten möglichen Stellplatz gefahren. Das heißt hier vorne am Strand an der Promenade. Da haben wir nämlich schon beim Reinfahren gesehen, dass es hier Parkplätze gibt, direkt am Strand. Und da haben wir uns gestern Abend den Sonnenuntergang angeguckt, waren noch mit Cäsar spazieren und ja, haben dann einfach hier gepennt, weil wir fertig vom Tag waren. Heute wollen wir baden gehen. Wir wollen in den Souk, also in die Medina von Essaouira gehen. Wir wollen uns das alles noch ein bisschen anschauen. Und heute Abend geht es dann schon weiter. Dann müssen wir dann Richtung Tangier fahren, weil wir morgen mit der Fähre übersetzen. Ja. Jetzt gucken wir mal, was der Tag noch so bringt. Aber als erstes gehe ich mit Cäsar mal eine Runde raus. Der braucht Auslauf. Oh, geil. Will da jemand nach Hause oder Da was? ging jemand ab. Lass mal was trinken, kleiner Mann. Wie hat's geklappt? Gut. Echt gut, hätte ich gar nicht gedacht. Er hat null reagiert aufs Skateboard, also er hat sich irgendwie nicht beschwert. Es gibt ja viele Hunde, die ausrasten, wenn sie ein Skateboard hören. Aber alles cool. Ein bisschen gerannt, ha? Ich bräuchte bloß ein festes Schuhwerk. Ja. Jetzt gibt es erstmal Essen. Cäsar. Wir sind unterwegs. Yay! Und wir haben es sogar vorm 12 heute mal geschafft. Ganz untypisch. Wir sind ja gerade am Bab. Das ist ein alter Festungsturm, eine alte Festigungsanlage noch, die mit der Stadtmauer sich hier um die Medina rumschlängelt. Und sieht schon alles sehr cool aus hier, alles schick gepflegt. Jetzt gehen wir mal rein in die Medina. Wir haben viel drüber gelesen, soll womit eine der schönsten in ganz Marokko sein. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Essaouira wird übrigens auch die Weiße Stadt genannt, weil innerhalb der Medina die Gebäude alle in Weiß getaucht sind und auch alle wieder in Blau. Erinnert uns natürlich gleich an Chef Schauen, oder? Aber es sieht echt schön aus. Also
total begeistert auf den ersten Metern, oder? Ja, ist mega schön. Cäsar auf Besuch ist natürlich auch mal eine ganz andere Erfahrung. Ne? Ja. Der zieht in jede Ecke, weil es natürlich überall gut riecht. Aber man hat Platz zum Laufen, alle auf dem Weg hier. Das stimmt. Das stimmt, Cäsar. Du machst uns den Weg frei. Welcome Marokko. Ja. Was total entspannend hier ist, hier fahren keine Motorräder oder sonstige ja, motorisierte Gefährte. Deswegen ist es hier echt angenehm zu flanieren. Oder? Das ist ganz anders als in Marrakesch. Das war echt eine Herausforderung. Aber hier ist es echt gemütlich. Cool. Uns haben ja alle gesagt, wir sollen unbedingt nach Essaouira kommen. Und was sagst du? Super schön, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Wir hätten mal viel eher herkommen sollen. Ja, aber ist doch auch ein ganz schöner Abschluss jetzt, Ja, oder? ja, das stimmt. Also, das ist top, gefällt uns richtig gut hier. Everyone wants to be swept off their feet, overwhelmed and swooned. It's romanticized, idealized. Nothing has been more cruel, but your playful heart has got me in trouble now. But it's a bind I wanna be in. I knew from the start I would get in over my head. Your playful heart is not to be. Hier, Mix aus Granatapfel und Orange. Die sind so geil hier, oder? Oh, Die frischen Säfte in Marokko. very good. But take my advice. Wir sind jetzt hier am Fischermarkt angekommen und das war wohl mal mit der bedeutendste in ganz Marokko. Heutzutage nicht mehr so der bedeutendste, aber schön anzusehen. Und natürlich riecht es überall nach Fisch. Also ein Paradies für Cäsar. Er hält die Augen offen und die Nase. Ja. Ich finde auch diese blauen Boote, die sind so süß, die sind so geil aus, die kleinen Schaluppen hier. Ha? Damit gehen die wirklich angeln. Ich dachte erst, Fischen. das sind alte Boote, aber er repariert gerade eins hier hinter mir. Ja. Over my head, my playful heart is not to be played with. No, Richtig schöner Einblick, aber ich hatte Glück, dass ich nicht angekackt wurde bis jetzt. Hier sind so viele Seemöwen. Alter Schwede. Richtiges Imperium. your playful heart has got me in trouble now, but it's a bind I wanna be in. I knew from the start I would get in over my head. Your play
Nachdem wir uns in diesen unendlichen Gassen des Souks verausgabt haben, geht es jetzt erstmal zurück zum Bus und an den Strand. Pause für alle. Ja, auf jeden Fall. Es ist höchste Zeit. Das unterschätzt man dann echt, Ja, das ist enorm. wie nervenaufreibend das ist. Und ja, überall Die vielen ist Eindrücke, irgendwas. vielen Genau. Düfte, die vielen Farben überall. Und natürlich hast du auch hunderte Gespräche am Stück. Fühlt sich an wie nach einem Marathon. Marathon. Deswegen jetzt ab ins Meer. Wir waren alle jetzt baden, bis auf Cäsar, der war nur mit seinen Pfötchen drin. Und jetzt wollen wir noch was essen gehen und dann vielleicht noch den Sonnenuntergang hier in Essaouira anschauen. Und dann fahren wir weiter nach Tangier, weil wir morgen auf die Fähre gehen nach Spanien. Deswegen haben wir heute Abend noch ein bisschen Fahrt vor uns.